Der Rocken roch nach Holzöl. Das war das Erste jeden Morgen. Bevor das Haus erwachte und die Stiefmutter die Tür zur Küche öffnete, bevor Pechmarie oben die Dielen knarzen ließ, schon bevor das Licht richtig da war, dieser Geruch, warm und trocken und ein wenig süßlich, die Art Geruch, der nicht aus Holz stammt, sondern aus Händen, die das Holz jahrelang gepflegt haben. Ihre Mutter hatte diesen Rocken gehalten, täglich, jahrelang, bis er nicht mehr von ihr zu trennen war und dann das Holz bewahrte, was die Hände nicht mehr konnten. Sie saß am Brunnen und spann, die Finger waren rau. Der Faden lief zwischen Zeigefinger und Daumen, dort, wo das Fleisch schon hart war vom Frost, und die Bewegung war das Einzige, was sie vergessen ließ. Nicht vergaß, ließ. Es gab Unterschiede. Das Vergessen kam von selbst. Das Lassen war Arbeit, aber eine, die sie kannte. Der Brunnen gähnte hinter ihr, breit und dunkel, das Moos am Rand gefroren. Sie kannte ihn wie den Klinkengriff des Hauses, wie den Weg vom Stall zur Küche, wie das Knarzen der 3. Stufe. All die Dinge, die zum Alltag gehören, ohne dass man sie je gewählt hat. Heute war er anders, nicht in seiner Form. Er saß wie immer, rund und still, der Geruch aus der Tiefe, dieselbe Luft, die sie immer hochstieg. Erde, etwas süßlich Verwesendes, darunter etwas Kaltes. Aber er schwieg auf eine Art, die sich anfühlte wie Warten, als hätte er den ganzen Winter auf diesen Morgen hingearbeitet. Der Faden riss kurz. Ein aufgerissener Finger, links, der sich in der Kälte nicht schließen wollte, ein Tropfen Blut auf dem weißen Faden. Und sie hielt inne, leckte die Stelle, und in diesem Moment der Rocken fiel. Nicht gerissen, nicht geworfen, nur weg. Ihre Hand öffnete sich und da war nichts mehr drin. Sie griff zu spät. Der Rand, das Holz auf dem Stein, ein kurzes, trockenes Klappern und dann das Wasser. Kein Spritzen. Ein leises, sattes Geräusch, schwerer als Wasser klingen sollte, als hätte der Brunnen schon immer gewusst, dass er heute genau das bekäme. Stille. Sie beugte sich vor. Dunkel. Kein Boden zu sehen, nur das Schwarz. Und der Geruch stärker jetzt. Die süßlich verwesende Note aus der Tiefe und darunter etwas anderes. Etwas Frisches, das keine Entsprechung in der Welt über dem Rand hatte. Der Rocken war weg. Sie wartete, ob der Brunnen eine Antwort hatte. Er gab keine. Er hatte genommen und schwieg. Das Moos an seinem Rand war so gefroren wie vorher. Das Licht genauso schwach, die Kälte an den Fingern dieselbe. Nur der Geruch des Holzöls fehlte. So abrupt, dass die Luft sich leer anfühlte. Ihre Mutter hatte diesen Rocken gehalten. Sie stand am Brunnen und ließ diese einfache Tatsache sitzen, die heute Morgen plötzlich Gewicht hatte, das sie nicht kannte. Dann wandte sie sich um, ging zurück zum Haus. Die Küche roch nach Holzkohle und altem Fett, und in der Ecke beim Herd war noch Wärme. Den ganzen Weg zurück hatte sie nicht daran gedacht. Die Füße kannten den Pfad vom Brunnen zum Haus ohne Augen. Dieser Weg war in sie eingetreten wie eine Sprache, die man nicht mehr denken muss. Jetzt stand sie in der Küche und das Haus war noch still. Nur das Knacken des Holzes im Herd, das langsam ausging. Die Stiefmutter schlief noch. Das war die eine Möglichkeit, in der die Welt ein wenig mehr Zeit hatte. Sie hätte warten können, hätte die Küche aufgeräumt, die anderen Aufgaben begonnen, bis die Stiefmutter von selbst erschien. Diese Möglichkeit kannte sie. Sie wusste, wie sie endete. Schlechter. Sie stieg die Treppe hoch. Unter Pechmaries Zimmer knarzten die Dielen. Der 3. Tritt, wie immer, oben. Pechmarie schläft noch. Noch 2 Türen. Dann die Tür der Stiefmutter, das schlechte Schloss, das man mit einem festen Griff öffnen musste. Sie klopfte. Stille. Dann ja. Die Stiefmutter saß schon aufrecht, als sie eintrat.
Eine Frau, die das Wachen gelernt hatte, bevor es nötig war, immer einen Schritt vor dem Schlaf. Die Hände gefaltet, das Gesicht ohne Ausdruck. Sie berichtete. Kurz, was passiert war, wie es passiert war. Den Rocken, das Wasser. Die Stiefmutter hörte zu, ohne sich zu bewegen. Die Hände blieben gefaltet. Das Gesicht blieb, wo es war. Dann, du gehst und holst ihn. Nicht, wie soll das gehen? Nicht, sei vorsichtig. Die Stiefmutter sagte diesen Satz, als stünde er auf einer Liste zwischen Milch holen und Holz hacken. Du gehst und holst ihn. Ohne den Rocken kommst du nicht zurück. Das auch ohne Wut. Das Grausamste daran war das. Die Stiefmutter war nicht wütend. Wut hätte etwas bedeutet, hätte etwas gesagt über das, was zwischen ihnen war. Diese Stimme bedeutete nichts. Sie war einfach wahr, die Art Wahrheit, die nicht erklärt, sondern zählt. Die Stiefmutter drehte sich weg, entlassen. Das war alles. Unten in der Küche blieb sie kurz stehen. Unter Pechmaries Zimmer kein Laut. Pechmarie schlief noch. Sie dachte das kurz. Pechmarie schläft noch, das Haus ist still. In einer Stunde wird alles aufgewacht sein und nichts davon wird anders sein als gestern. Und dann ließ sie den Gedanken los. Der Klinkengriff war kalt. Draußen. Dieser Morgen. Die Luft noch gefroren, der erste schwache Lichtstreifen kaum mehr als ein Versprechen. Sie blieb einen Moment auf der Türschwelle stehen. Nicht aus Angst, nicht aus Zögern. Sie atmete den Morgen ein. Einmal, langsam, die Kälte in der Lunge, der Geruch von gefrorenem Gras und fernem Rauch. Als wollte sie das behalten, den Geruch dieses Morgens, bevor er aufhörte, dieser Morgen zu sein. Dann ging sie. Der Brunnen stand da wie eine Frage. Der Morgen war heller geworden, aber kaum. Das Moos am Rand weiß bereift. Sie stand am Rand und blickte hinein, das Dunkel ohne Tiefe, nur Abwesenheit von Licht und unten irgendwo der Rocken, der nach Holzöl roch und dem sie nicht sagen konnte, dass sie ihn nicht vergessen hatte. Sie kannte keine andere Möglichkeit. Das war kein Mut. Mut hätte eine Entscheidung gebraucht. Und das hier war einfach. Der Rocken lag unten. Sie musste zurückkommen. Es gab nur diesen Weg. Die Hände fassten den Rand. Stein, kalt, das Moos weich darunter. Sie schaukelte kurz, vor und zurück. Der Körper, der noch wartete, ob der Kopf eine bessere Idee hatte. Der Kopf hatte keine. Dann los. Der Fall war nicht kurz. Er dauerte länger, als ein Brunnen dauern durfte. Länger als ein Loch im Boden. Und in diesem Dauern feuchte Erde, die aufstieg. Oder sie sank. Oder beides gleichzeitig. Der Geruch von Tiefe und Dunkel. Und dann das Wasser. Kalt, scharf, echt. Und dann Wärme. Auf dem Rücken. Auf dem Gesicht. Sie lag auf etwas Weichem. Gras. Das war der erste Geruch. Nicht der Geruch des Brunnens. Nicht Erde und Tiefe. Gras. Frisch und hell und warm. Und darunter Klee. Und darunter die Wärme der Erde, die die Sonne schon den halben Tag in sich aufgenommen hatte. Dann das Licht. Die geschlossenen Augen leuchteten orange durch die Lider. Und als sie öffnete, Himmel. Blau, tief, ohne eine einzige Wolke. Sommer. Sie saß auf, langsam. Wiese in allen Richtungen. Blumen, gelb, weiß, rot. In einem Gras, das kniehoch war und roch, als hätte jemand alle Sommer gesammelt und sie hier ausgeschüttet. Die Luft lag warm auf der Haut, nach Monaten, in denen die Haut nur Kälte kannte. Zuerst die Wärme, zuerst und eigentlichst. Der Spinnrocken war nicht da. Sie suchte mit den Augen. Der Rocken war nicht hier, das war einfach wahr. Das ließ sich jetzt nicht ändern. Diese Welt fragte sie nichts. Das war fremd, erschreckend. Und dann im Erschrecken. Still, schön. Niemand wollte hier etwas von ihr. Die Tränen kamen ohne Ankündigung. Nicht groß, keine Schluchzer, nur nass auf den Wangen und sie ließ sie. Sie saß im Gras und weinte
Und es passierte nichts Schlimmes. Es war kein Zeichen von etwas Schlechtem. Nur die Stille, die Sonne, das Gras unter den Händen, warm und weich und echt. Das war alles. Sie wischte das Gesicht mit dem Ärmel ab. Irgendwo war Frau Holle. Die Welt hier hatte eine Logik. Sie würde sie finden, aber noch nicht. Noch einen Moment in diesem Gras sitzen, die Wärme auf dem Gesicht, den Geruch des Klees in der Nase und sein. Sie lief und suchte, nicht panisch. Die Panik war auf der anderen Seite des Brunnens geblieben, wo sie hingehörte. Hier war nur die Frage, wo ist der Weg? Wie kommt man weg? Die Wiese öffnete sich in einen Pfad, der Pfad in einen Wald, der Wald in ein Feld. Und das Feld roch nach Sommer und Wärme und plötzlich angebranntem Brot. Der Geruch traf sie in der Magengrube. Scharf und schwer, die Art, die man erkennt, bevor man sie einordnet. Der Geruch, der sagt, irgendwo brennt etwas, das nicht brennen sollte. Sie hielt inne. Mitten im Feld. Ein Backofen. Kein Haus drumherum. Keine Straße, die ihn erklärte. Nur der Ofen. Aus Stein gemauert. Der Rauch gelbgrau und aus der Klappe. Nimm uns heraus. Wir verbrennen. Wir verbrennen. Stimmen, mehrere, warm und dringend. Die Stimmen von jemandem, der froh ist, endlich gehört zu werden. Sie zögerte. Wessen Brot war das? Wer hatte diesen Ofen hierher gestellt? Ohne Haus, ohne Hof. Nicht anfassen, was einem nicht gehört. Aber das Brot verbrannte. Die Hände hatten schon den Griff der Klappe, bevor eine Entscheidung fertig gedacht war. Der Griff war heiß. Sie zog die Finger zurück, wickelte den Ärmel um die Hand, fasste noch einmal. Die Klappe öffnete sich. Hitze schlug ins Gesicht. Leib für Leib. 7, 8. Sie legte sie ins Gras und jeder war heiß, die Unterseiten dunkel, aber nicht schwarz, noch zu retten. Den letzten Leib zuletzt, das schwerste Stück, Klappe zu. Das Brot lag im Gras und dampfte. Sie wartete, ob jemand käme. Niemand kam. Die andere Welt reagierte nicht auf gute Taten. Sie hielt sie einfach für selbstverständlich. Das war irgendwie das Schönste daran. Weiter. Der Pfad, der Wald, eine Lichtung und da ein Apfelbaum, alt. Der Stamm grau und zerfurcht, die Äste unter der Last ihrer Früchte gebogen, jeder Ast ein Bogen kurz vor dem Brechen. Die Äpfel rot und schwer, zu viele für einen Baum, und der Stamm stöhnte leise, als sie näher trat. Ein tiefes, klagendes Geräusch, wie das Knarzen eines alten Bodens unter zu viel Gewicht. Schüttle mich, die Äpfel sind reif. Beide Hände an den Stamm. Das Holz rau und warm. Sie schüttelte, einmal, zweimal, und die Äpfel fielen, weich und schwer, und der Geruch explodierte um sie herum. Reife und Süße und Sommer, so stark, dass er fast körperlich war. Ein Gewicht aus Duft. Sie sammelte die Äpfel am Stamm, schichtete sie so, dass sie nicht rollten. Dann richtete sie sich auf. Hunger. Ihr Magen hatte es die ganze Zeit gewusst. Der Kopf hatte andere Dinge zu tun gehabt. Jetzt, in dieser Stille, war der Hunger einfach da. Klar und unhöflich und vollkommen berechtigt. Sie nahm einen Apfel bis hinein, warm von der Sonne, das Fleisch weich und saftig, der Geschmack so vollständig anders als alles, was in dem Haus hinter dem Brunnen je gegessen worden war. Sie setzte sich ins Gras, den Rücken gegen den alten Stamm und kaute langsam. Der Baum über ihr war jetzt leichter. Die Äste hatten sich ein wenig aufgerichtet. Niemand hatte es ihr erlaubt. Niemand musste. Das Haus stand am Ende eines Weges, der nirgendwo anders hingeführt hatte. Groß, älter als das Feld und der Baum zusammen, das Holz der Wände dunkel und verwittert. Der Garten davor in einer Ordnung, die niemand erklären musste. Alles stand dort, wo es hingehörte. Und das war das. Keine Willkommensgeste, kein Zeichen, das einlud oder abwies.
Nur das Haus, das schon lange da war, bevor irgendjemand kam. Sie klopfte. Die Tür öffnete sich sofort. Die Frau, die in der Tür stand, der erste Eindruck alt. Das zweite, die Zähne. Zu groß für das Gesicht, weiß wie frischer Schnee. Und sie lächelte, und die Zähne füllten das Lächeln vollständig aus. Die Beine wollten zurückweichen. Sie ließen es nicht zu. Die Frau war sehr alt. Das Gesicht in tiefen Falten, das Haar so weiß wie die Zähne, die Hände einer Arbeiterin. Groß und stark, ohne Zierlichkeit. Sie roch nach kalter Luft, kurz vor einem Schneesturm. Dieser Geruch, der noch keine Kälte ist, aber sie ankündigt. Ihre Augen, sehr still. Von der Art Stille, die sich sammelt, jahrzehntelang, ohne Anlass. »Du arbeitest für mich«, sagte die Frau. »Keine Frage. Ich sorge für dich.« Das war alles. Keine Bedingungen, keine Listen, keine Verhandlung. Ein Satz, klar wie ein Werkzeug, das seinen Zweck kennt. Sie sagte ja. Nicht aus Angst. Sie war erschöpft von Angst, hatte keine mehr für diesen Moment. Weil das Angebot einfach war und sie gelernt hatte, einfachen Dingen zu trauen. Die erste Aufgabe, das Bett. Das Federbett war schwerer als erwartet. Wie Winterkleidung, wie das Gewicht von etwas, das Wärme in sich trägt. Frau Holle stand am Rand des Zimmers und sagte nichts, wartete. Sie fasste beide Seiten, schüttelte. Federn stiegen auf. Ein leises Rauschen zuerst, fast still wie Flüstern. Dann mehr, mehr. Die Federn füllten das Zimmer, flogen durch die offenen Fenster, stiegen in den Himmel und draußen. Sie ließ das Bett los, trat ans Fenster. Schnee. Die Federn wurden Schnee, irgendwo zwischen Feder und Himmel und Erde. Und der Schnee fiel. Still und gleichmäßig, große Flocken auf die fremde Welt unter dem Haus, auf Wege und Felder und Bäume. Frau Holle trat neben sie. Ein Nicken. Nur das, kein Lob, keine Worte. Das Nicken hatte Gewicht, eine andere Art von Gewicht als das Schweigen der Stiefmutter. Das Schweigen der Stiefmutter war über die Jahre dünn geworden und kalt wie Eis über einem Teich. Dieses Nicken bedeutete gesehen, es bedeutete gut. Sie drückte die flache Hand gegen das Glas. Kalt, von außen der Schnee und durch das Glas. Die Welt, die ihren Schnee bekam. Nicht saubere Böden, nicht gewebter Stoff, nicht gemolkene Kühe. Schnee, etwas, das über den Dächern lag und das alle sahen, auch wenn sie nicht wussten, woher er kam. Das war sie. Das hatte sie gemacht. Die Tage bei Frau Holle hatten eine eigene Gangart. Morgens das Bett, Federn, die aufsteigen, Schnee, der fällt. Das kannte sie jetzt, kannte das Gewicht des Bettes und die Art, wie die Federn steigen wollten, wenn man sie ließ. Jeden Morgen dasselbe und jeden Morgen neu. Das Kochen. Frau Holle zeigte ihr einmal, wie etwas zu machen war. Einmal. Dann schwieg sie und wartete. Und sie tat es. Und das Schweigen danach war das Urteil. Wenn es gut war, war es das. Wenn nicht, zeigte Frau Holle es noch einmal. Kein drittes Mal war je nötig geworden. Die Abende, ruhig, in einer Art, die sie nicht kannte. Irgendwann stellte sie fest, dass sie keine Angst mehr hatte vor Frau Holles Zähnen. Wann das gegangen war, wusste sie nicht, hatte nicht danach gesucht. Eines Abends hatte Frau Holle gelacht, kurz, über irgendetwas Kleines, und die Zähne waren dagewesen wie immer, und sie hatte es einfach gesehen, ohne das Erschrecken. Frau Holle fragte sie einmal beiläufig, »Vermisst du es oben?« »Nein«, sagte sie. Frau Holle nickte. Sagte nichts weiter. Sie dachte nicht daran, dass das Haus über dem Brunnen noch stand, die Küche mit dem Holzkohlegeruch, der Klinkengriff kalt, die Stiefmutter an ihrem Platz. Sie dachte nicht daran, dass Pechmarie wahrscheinlich noch schlief, wenn das Haus aufwachte, und dass der dritte Tritt der Treppe knarzen würde, egal ob jemand ihn begehen würde oder nicht. Dann ein Vogel. Abend. Das Fenster ein wenig offen. Aus dem Garten ein Gesang,
Ein einzelner Takt, oh, und der Takt traf sie irgendwo hinter dem Stern um. Ein kurzer, scharfer Einschlag. Diesen Vogel kannte sie. Den gab es nur oben. Den gab es nur in dem Morgen vor dem Haus, wenn der Frost noch in der Luft hing und der erste Lichtstreifen kam. Der dritte Tritt der Treppe. Das knarzte ihr plötzlich in den Ohren. Das Geräusch, das sie nie gedacht hatte, dass sie es vermissen würde. Das Knarzen des dritten Tritts. Das Atmen des Hauses in der Nacht. Das Geräusch von Pechmaries Schritten über ihr und dass das die Art gewesen war, in der sie gewusst hatte: Das Haus ist noch bewohnt, ich bin nicht allein, nicht der Ort. Ein Geräusch, einen Schritt weit von ihr entfernt. Sie saß lange am Fenster, nachdem der Vogel geflogen war. Frau Holle fragte nicht nach. Die Stille zwischen ihnen war von der Art, die Raum lässt. Ich möchte nach Hause. Die Worte kamen einfacher heraus als erwartet. Nicht zögernd, nicht als Frage. Ein Satz, der wahr war und deshalb keine andere Form brauchte. Frau Holle hörte zu. Ihr Gesicht veränderte sich, nur einen kurzen Moment lang. Etwas bewegte sich darin, das sie schnell wieder wegschloss. Nicht Enttäuschung in dem Sinn, den das Wort meistens hatte. Eher das Echo von etwas sehr Altem. Die Erkenntnis, die kam, wenn man das Beste tat, das einem guten Gast gegenüber getan werden kann. »Komm«, sagte Frau Holle. Der Weg zum Tor führte durch den Garten. Die Luft lag zwischen Sommer und etwas Kälterem, und die Blumen neigten sich ein wenig, als sie vorbeiging. Nicht als Geste. Oder doch? Das Tor war golden. Nicht vergoldet, golden, aus einem Metall, das Sonnenlicht in sich trug, auch ohne dass Sonne schien. Es stand offen. Frau Holle blieb 3 Schritte davor stehen. Sie drehte sich um. Frau Holle stand am Ende des Weges, die Hände ruhig an den Seiten. Keine Geste, keine Worte. Nur das Sehen, das vollständige, ruhige Sehen einer Frau, die unendlich viele Mädchen hatte kommen und gehen sehen und die das jedes Mal trotzdem vollständig tat. Sie trat durch das Tor. Das Gold fiel, nicht wie Regen, schwerer als Regen, langsamer als Regen, mit der Stille von etwas, das weiß, wohin es fällt. Holles Schnee, das erinnerte sich ihr Körper sofort. Das Rauschen der Federn, das Fallen über den Dächern, das Gold fiel so, als hätte Frau Holle ihr auch das mitgegeben, die Art, wie Dinge fallen können, ohne Hast. Das Gold bedeckte sie, kalt wie der erste Morgen, schwer wie Rüstung und dann gleichzeitig warm. Sonnenlicht, das man in sich trägt, beides auf einmal. In ihrer Hand der Spinnrocken. Sie hielt inne, den Geruch des Holzöls, warm und trocken und ein wenig süßlich, noch da, noch immer da, nach allem. Der Hahn krähte, scharf, klar, der erste Laut dieser anderen Welt, der nicht von hier war. Der Hahn hinter dem Haus, der jeden Morgen krähte, ob jemand zuhörte oder nicht. Der Brunnenrand, der Frost, der erste schwache Lichtstreifen. Sie war zurück. Pechmarie sprang, nicht wie ihre Stiefschwester, kein Zögern am Rand, kein Schließen der Augen. Sie kletterte auf den Rand des Brunnens und sprang mit dem ganzen Schwung von jemandem, der sich auf etwas freut. Die Arme ein wenig ausgebreitet, eine kurze Sekunde in der Luft, die Art Sekunde, in der man noch nicht weiß, ob das Mutige mutig oder dumm war. Und dann das Wasser, kalt, schwer, echt. Und dann Wiese. Sie lag auf dem Rücken und der Himmel war blau. So blau, wie er über dem Haus nie blau war. Satter, tiefer, fast laut. Und der Geruch. Frühling, Gras, Klee, Blumen. Ein Geruch so intensiv, dass er beinahe zu viel war, beinahe zu gut, wie wenn man sehr lange keinen Zucker gegessen hat und dann einen ganzen Kuchen auf einmal riecht. Sie setzte sich auf, sah sich um, stand auf, breitete die Arme aus, drehte sich einmal,
zweimal, langsam im Kreis, das Gras um die Knöchel, der Himmel über ihr. Echtes Staunen, ungestelltes Staunen, die Art, die man nicht kontrollieren kann, bevor man sich erinnert, dass man es kontrollieren wollte. Das hier war schön. Das hier war mehr, als die Mutter gesagt hatte. Die Mutter hatte gesagt, geh, sei schnell, direkter Weg, hol das Gold. Und das würde sie tun. Aber dieses eine Mal, diese eine Minute, dieser Himmel, dann der Geruch, angebrannt, scharf und schwer, der Geruch, der in die Nase steigt wie ein Finger, der auf etwas zeigt, das man lieber nicht sehen würde. Sie blieb stehen. Vor ihr, auf dem Weg, ein Backofen, mitten im Feld, kein Haus, kein Hof. Nimm uns heraus, wir verbrennen. Die Stimmen, sie hörte sie, machte einen halben Schritt auf den Ofen zu. Einen echten, körperlichen Schritt, den Körper, der verstanden hatte, was nötig war, bevor der Kopf fertig gedacht hatte. Dann Mutters Stimme. Nicht von hier, von dem Morgen vor dem Aufbruch. Geh direkt zu Frau Holle. Dort ist das Gold. Lass dich von nichts aufhalten. Sie blieb stehen. Der halbe Schritt wurde zum Stillstand. Sie stand zwischen dem Backofen und dem Weg, und die Stimmen riefen, und Mutters Stimme war im Kopf, und sie wählte den Weg. Weil Mutter immer wusste, was richtig war, der Apfelbaum stand weiter auf dem Weg. Die Äste gebogen, die Früchte zu schwer. Schüttle mich, die Äpfel sind reif. Sie blieb kurz stehen. Die Äpfel waren rund und rot, der Geruch von Reife in der Luft, warm und süßlich, und sie war hungrig. Sie streckte die Hand aus, pflückte einen Apfel direkt, ohne zu fragen, ohne zu schütteln. Das Gewicht angenehm in der Hand, das Fleisch kalt und fest. Sie aß ihn im Gehen, hinter ihr, sie drehte sich nicht um. Aber der Geruch, Rauch, dunkler jetzt, schwärzer als vorhin, das Brot. Sie blieb stehen. Dann drehte sie sich um. Der Rauch aus dem Schornstein war schwarz. Das Brot war verbrannt. Die Stimmen schwiegen. Sie wusste das. In diesem Moment, klar und eindeutig, wusste sie das. Nicht als Schuldeingeständnis, als Tatsache, die irgendwo abgelegt wurde, an einem Ort, zu dem sie jetzt keinen Zugang hatte. Der Apfel in ihrer Hand war halb gegessen. Sie aß ihn weiter. Weiter ging. Das Haus war so, wie die Stiefschwester beschrieben hatte. Die Zähne, ja, groß, ja, ein wenig erschreckend, ja. Aber sie hatte die Stiefschwester beschreiben hören. Das war beherrschbar. Sie arbeitete, das Bett schütteln, sie fasste die Seiten und schüttelte, und die Federn stiegen, und draußen fiel Schnee, und sie wartete, ob Frau Holle nickte. Frau Holle nickte. Gut, das war erledigt. Das Kochen, die Hausarbeit, die kleinen Aufgaben, sie machte sie alle. Das stimmte. Ihre Hände bewegten sich und taten, was verlangt war. Und sie war dabei und wartete. Auf das Gold. Das Gold würde kommen. Die Stiefschwester hatte es bekommen, und die Stiefschwester war nicht mehr als sie. Also würde das Gold kommen. Also machte sie die Arbeit. Frau Holle sah sie dabei, mit denselben stillen Augen, die zu lang sahen, und sagte nichts, nichts Lobendes, nichts Tadelndes. Die Tage gingen schneller vorbei als erwartet. Zu schnell, und das war seltsam, aber vielleicht war Erinnerung unzuverlässig. Vielleicht hatte die Stiefschwester das falsch in Erinnerung. Dann ein Morgen, kürzer als die anderen. Frau Holle sagte, es ist genug. Pechmaries Herz hob sich. Endlich. Das Wort, das bedeutete, jetzt das Gold. Sie stand sofort auf, ließ die Arbeit, wo sie lag. Frau Holle führte sie zum Tor, das goldene Tor. Sie trat hindurch. Das Pech fiel. Kalt zuerst, kälter als das Wasser des Brunnens, kälter als der Winter oben, dann klebend, dann schwer. Es traf Schultern, Arme, die Hände. Der Geruch, bitter, harzig, wie das, was übrig bleibt, wenn etwas verbrennt,
das kein Feuer verdient hatte. Es tat nicht weh. Das war das Erschreckendste. Kein Schmerz, keine Wärme, kein Brennen. Nur das Pech, das auf ihr war, gleichmäßig und vollständig, und das blieb. Sie hob die Hände und betrachtete sie. Beide Seiten, Pech überall. Auch dort, wo sie den Apfel gegessen hatte, die Finger, die das Fleisch gehalten hatten. Auch dort. Sie drehte sich um. Das Tor war schon geschlossen, dahinter, durch das Gitter, Frau Holles Garten, still und gewöhnlich, die Blumen, die Wege, der Baum am Ende. Frau Holle war nicht zu sehen. Kein Wort durch das Gitter, keine Erklärung, kein Mitleid, kein Hass. Das Tor schloss sich nicht mit einem Knall, ein leises Klicken, das war alles. Oben der Hahn. Sie kannte ihn. Er klang kälter als beim ersten Mal. Oder die Welt klang kälter. Sie kletterte aus dem Brunnen und stand auf dem Rand und war zurück. Das Pech blieb. Sie verstand nicht, was sie falsch gemacht hatte. Sie ging nach Hause. Als die Tür aufging, war die Stiefmutter schon auf den Beinen. Sie hatte gewartet. Das stimmte und stimmte nicht gleichzeitig. Sie hatte nicht vor der Tür gestanden, nicht die Minuten gezählt. Aber die Hände hatten keine Rast gefunden, hatten von Topf zu Tuch zu Messer zu Tuch gewechselt, und das bedeutete Warten auf eine Art, die keine Uhr brauchte. Pechmarie trat herein. Das Pech. Die Stiefmutter blieb stehen, einen Atemzug lang, und ließ das sehen. Dann trat sie vor. Wasser zuerst, heißes Wasser in einer Schüssel, ein Tuch, die Hände bereit. Das war das Einzige, was sie hatte. Arbeit. Wenn Arbeit nicht half, arbeitete man mehr. Sie tauchte das Tuch ein, legte es auf Pechmaries Schulter. Das Pech gab nicht nach. Sie rieb. Fester, dann noch fester, der Stoff warm und nass, und das Pech blieb, wo es war. Weder Risse noch Ablösen, kein Aufweichen unter dem heißen Wasser. Es war dort und blieb. So einfach und so vollständig wie das. Sie wechselte das Tuch, tauchte es tiefer, versuchte es noch einmal. Nichts. Pechmarie saß am Tisch, die Hände in dem Licht von der Küche, die Finger schwarz und still. Sie sagte: »Ich habe alles gemacht, was du gesagt hast.« Die Hände der Stiefmutter, die rieben, hielten inne. Alles gemacht, was du gesagt hast. Das stimmte. Das war wahr. Sie hatte Pechmarie gesagt: »Geh, sei schnell, direkter Weg, lass dich nicht aufhalten, hol das Gold.« Alles gesagt, alles richtig gesagt. Die Instruktionen waren klar gewesen, vollständig. Und Pechmarie hatte sie befolgt. Sie hörte auf zu reiben, setzte das Tuch ab, ließ die Hände im abkühlenden Wasser einen Moment lang, bevor sie herauszog und trocknete. Dann setzte sie sich neben Pechmarie an den Tisch. Keine Worte. Die Küche mit dem Holzkohlegeruch, dem alten Holz, dem Fett, alle Gerüche, die das Haus immer gerochen hatte. Die Stille, die eintrat, war vollständig und schwer. Der Hahn draußen krähte einmal, das letzte Echo von irgendwo weit, dann still. Irgendwann wandte sich die Stiefmutter zur anderen Seite der Küche, zu dem Mädchen, das seit seiner Rückkehr am Fenster saß, das Gold noch im Haar, hell und still, wie etwas aus einer anderen Welt, das hier trotzdem war. Das Mädchen war da. Dieses Mädchen, das sie nie gefragt hatte, das sie jeden Morgen zum Brunnen geschickt hatte, das die Stille in diesem Haus gelernt hatte, mit einer Geduld, die die Stiefmutter nie verstanden hatte. Das Mädchen war da, mit dem Gold im Haar, und die Stiefmutter sah es an und rechnete nicht. Einen Atemzug lang. Dann drehte sie sich wieder zu ihrer Tochter. Das Leben würde weitergehen. Pechmarie würde am Tisch sitzen, das Pech würde nicht vergehen. Und morgen würde die Küche nach Holzkohle riechen wie immer. Das war alles, was übrig blieb, wenn die Welt in einem Brunnen versinkt und wieder auftaucht und man immer noch hier sitzt, an diesem Tisch, mit den Händen flach auf dem Holz,
einen halben Finger weit von Pechmaries schwarzen Händen entfernt. Draußen, der erste Schnee des Jahres. Er fiel still, groß und weiß, auf das Dach, auf den Weg, auf den gefrorenen Garten. Die Stiefmutter sah ihn nicht. Aber das Mädchen am Fenster sah ihn, hob die Hand flach gegen das kalte Glas. Holles Atem, das würde immer so sein. Wenn dich diese Geschichte berührt hat, dann bist du genau richtig hier. Regelmäßig erwacht ein neues Märchen zum Leben. Neue Stimmen, neue Welten. Abonniere diesen Kanal, damit du keines davon verpasst. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Geschichte gefallen hätte, teil sie mit ihm. Manche Geschichten sind zu schön, um sie alleine zu hören.